Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Du bist mein Herz, du bist meine Seele. So klingt es auf Deutsch. You're my heart, you're my soul. Herzlich willkommen auf ein neues zum offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Also man merkt, der Kunzilein, der ist im Urlaub und der hat schon irgendwie ein Weinchen. Ja, Ganz neuer Gag. Limoncello heißt es. Limoncello heißt Limoncello, ja. es. Hier am Gardasee ist Limoncello, aber gut, Urlaubszeit, Gardasee, die Prominenz ist natürlich in Südfrankreich, so wie sich das gehört, Herr Anders. Trifft man da eigentlich auch andere Prominente oder ist man da eher so für sich? Ich habe jetzt keine getroffen irgendwie. Ich habe aber nicht Ausschau danach gehalten. Also ich bin ja da im Urlaub und nicht für People-Watching sowas. Nee, also es war unheimlich schön. Wir hatten eine tolle Zeit. Also ich muss auch sagen, Claudia hat sich das mal gewünscht, wo sie sagt, okay, das ist jetzt natürlich Klagen auf hohem Niveau. Ibiza waren wir auch schon für ein paar Tage. Und aber Südfrankreich ist einfach Südfrankreich. Und wir waren im traumhaften Hotel und hatten wirklich Blick über Cap d'Aille und Cap Ferrat. Und das war einfach super. Und es ist mal eine andere Kultur. Also wie soll man das vergleichen? Also Ibiza ist verrückter und die Côte d'Azur ist traditioneller. Die Côte d'Azur lebt von Jahrhunderte von Vergangenheit und Ibiza ist halt eben mehr Beachclub oder halt eben auch ganz verrückt in ihrer Form. Und jedes hat so seinen Wert. Und es war einfach mal schön, dass man dort war. Es war natürlich, wie immer, Juli, August furchtbar voll. Und man braucht mit dem Taxi und mit dem Auto ewig lange für jede Strecke. Aber wir haben es genossen. Ist Südfrankreich, wenn du das so vergleichst, aber ist wahrscheinlich auch extrem teuer, oder? Ist teurer als Ibiza oder kann man sagen, das hält sich die Waage? Kommt drauf an, wo man hingeht, oder? Ja, das hält sich die Waage. Also das nimmt sich jetzt gar nichts. Also man kann wahnsinnig viel Geld verprassen in Südfrankreich, aber auch genauso auf Ibiza. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Also wir waren einen Abend, sind wir auch mal wirklich unten in so einem normalen Italiener und den fand ich jetzt, also der war wirklich hervorragend vom Essen. Den fand ich jetzt gar nicht so teuer. Also da haben irgendwie, was haben wir da gegessen? Die Spaghetti irgendwie haben, glaube ich, 18 € gekostet oder sowas, Aglio Olio. Mhm. Natürlich, wenn du dann Gambas dazu nimmst und diese großen, die kosten dann wieder, aber ich meine, das für 18 € zahle ich auch für Aglio Olio hier in Koblenz. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig übertrieben. Aber es gibt natürlich, natürlich gibt es auch auf. Ja, Sie wollen was sagen, Herr Kunze? Nee, ich wollte einen kleinen kurzen Spoiler machen, weil natürlich alle ganz gespannt in dieser Episode darauf warten, über die Comeback-Geschichte Modern Talking Thomas Anders, Dieter Bohlen. Dazu gab es auch eine Mail von Steve, der hat geschrieben, Anders, liebe Kunzilein. Ich hoffe, dass er im nächsten Podcast das Thema Comeback komplett aufnimmt, denn ich denke, dass es viele Menschen interessiert, was Thomas über die Gedanken von Dieter denkt. Ich bin von Thomas so begeistert, dass er Rückgrat hat und ich freue mich einfach auf die Tour. Bleibt gesund. Liebe Grüße, Steve aus Zittau. Und selbstverständlich, lieber Steve, werden wir das auch nochmal beleuchten und Thomas wird uns das Ganze nochmal aus seiner Sicht schildern. Aber das machen wir später. Jetzt gehen wir nochmal zurück nach Südfrankreich. Ach, der Cliffhanger. Ich finde bei Südfrankreich, ich finde beim Urlaub ja immer so wichtig der Vergleich, die Flasche Wasser. Was kostet die Flasche Wasser? Also mittlerweile ist es ja so, dass du ja schon in den Restaurants überall irgendwie so 7 €, 7,50 € zahlst du für die Flasche Wasser. Was hast du für die Flasche Wasser gezahlt? Hast du überhaupt auf die Rechnung geguckt? Die habe ich dir geschickt. Nur du bist im Urlaub, du hast noch nicht gesehen. Liegt bei dir in der Post. Ja.
Schön. Was hat eigentlich, ich glaube, eine Flasche irgendwie Pellegrine oder sowas, habe ich, glaube ich, 9 Euro für bezahlt. Das geht. Ja, okay. Ja, es geht, ne? Klar, die Gastronomie, die will ja auch was verdienen. Naja, du ich musst ja hab- Folgendes sehen. Die haben ja auch nur Saison. Also ich will jetzt nicht keine Lanze für die Gastronomie sprechen. Auch nicht für Ibiza. Aber wir kennen Gastronomen, die auf Ibiza viele Jahre waren. Die sind nicht mehr auf Ibiza. Ich nenne auch keine Namen. Aber die sagen, wir haben wirklich Hochsaison ist eigentlich für die Juni, Juli, August. Dann ist aber der Mai und der September plätschert so ein bisschen aus. April, je nachdem Ostern, Oktober, nochmal die letzten. So, und dann sagen wir, haben 6 Monate, schuften wir jeden Tag. Und dann haben wir 6 Monate eigentlich unseren Laden dicht. Und davon müssen wir leben und die Kosten gehen weiter. Und das Problem ist auch ganz klar, dass die Angestellten dann auch andere Lokale suchen, weil die müssen ja auch das ganze Jahr überleben. Die leben ja auch vom Trinkgeld und von den ganzen Sachen. Und die haben Ja, irgendwann vom gesagt, es Trinkgeld. rechnet sich. Ja, aber wenn du keinen Job mehr hast und das ist nicht zu verachten, ich glaube bestimmt, dass halt eben da einige 100 Euro pro Monat an Trinkgeld überbleiben. Und Ibiza ist extrem teuer vom Wohnen, dass da viele sagen, die Lebensmittelpreise sind teurer geworden, die Energiekosten sind höher geworden. Dafür bin ich eigentlich den ganzen Sommer jeden Tag am Schuften, damit im Grunde es, wenn das Jahr anfängt, so ab Ende Februar wird es wieder eng in der Haushaltskasse und man hofft auf ein gutes Ostergeschäft. Das würde mir auch keinen Spaß machen, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte hier im Restaurant den Moment, ich war irgendwie total in Gedanken abseits und man hält dann irgendwie bei der Rechnung, habe ich einfach meine Karte hingehalten und dann sagt die mir auch nochmal den Betrag und das zweite Mal den Betrag, ein dritter Betrag, bis meine Frau zu mir sagt, willst du kein Trinkgeld geben? Und ich habe das überhaupt nicht kapiert. Ne? Und da ist die Bedienung die ganze Zeit stehen geblieben, bis ich dann noch einen Schein rausgeholt habe. Trinkgeld. Und da muss man ja in Italien, muss ja auch hier noch Coperto bezahlen. Ne? Du bezahlst ja also quasi auch für das Geschirr noch einmal. Aber gut, habe ich dann brav gemacht und habe dann auch bezahlt. Und es war mir selbst unangenehm. Ja, aber das ist so, also für Geschirr und sowas bezahlen, das finde ich halt so ein bisschen doof. Dann soll man doch lieber irgendwie auf ein Gericht 50 Cent mehr draufschlagen, weil alles andere ist ja total blödsinnig. Also ich finde auch mal grundsätzlich, wenn ich das gibt es auf Ibiza auch, dann kriegst du so vorher Brot und das kostet plötzlich pro Person 7,50 €. Dann gehst du mit 4 Leuten irgendwie hin und hast direkt 30 Euro nur für Brot. Also gut, die wollen damit verhindern, dass die Leute sich mit Brot satt essen und dann eben weniger bestellen. Logisch, aber naja, ich habe da ein bisschen eine andere Einstellung. Und was Trinkgeld betrifft, da muss man tatsächlich aufpassen. Ist mir auch schon passiert, dass man dann, also im Gegensatz zu dir, Kunzilein, gebe ich immer Trinkgeld. Aber Ich habe das einmal ich lasse mich doch nicht so vergessen plump anmachen. Aber du musst aufpassen, da wirst du mir recht geben. Man muss aufpassen. Oft ist ja das schon unten drunter gerechnet. Da steht ja schon Trinkgeld unten drin und dann gibst du nochmal on top. Also, und ich habe auch das gibt es mittlerweile auch auf Ibiza, was ich auch ein bisschen nervig finde, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt 15% Trinkgeld geben, was ja auch, je nachdem wie groß die Rechnung ist, du kannst es nicht 15%, sondern da machen sie es ganz geschickt. Du kannst nur 12,5% geben, wo du denkst, also ein bisschen knickrig, oder 18,5%. Und je nach Rechnung sind es direkt schon mal irgendwie unter Umständen 10 €, die halt eben einfach mehr sind. Und Ist weil das so du nur an nicht dem Gerät schon knickrig voreingestellt daten willst. oder was? Ist das so Ja, voreingestellt? du kannst einfach nur also du kannst wirklich nur hingehen und du kannst 10%, 12,5% und 18,5%. Ist eingestellt. Was machst du denn dann, um nicht blöd auszusehen als Thomas Anders? So, Tja, jetzt bist na du gut. dran.
Ja, du kannst dich ja nicht lumpen lassen, das ist klar. Ja. Ich halt schon, hat man ja gesehen, was dabei rauskommt. Aber ich finde, ich muss mal sagen, dieser Sommer in Deutschland auch, ist doch ein mega Sommer, was wir jetzt haben. Oder? Das ist doch, also es ist so toll, auch Ferien jetzt zu Hause machen zu können. Klar, natürlich gibt es auch viele wieder, die jetzt Probleme haben. Die Schifffahrt hat Probleme. Die Winzer und Landwirte klagen, weil es natürlich extrem trocken ist. Ja. Nein, die Landwirte klagen immer. Seit ich geboren bin, klagen Landwirte. Es ist so trocken, es ist so nass, es ist so heiß, es ist so kühl, es ist die Ungeziefer, es ist weniger Ungeziefer. Also ich kenne keinen Landwirt, der noch nie geklagt hat. So, damit hätten wir das Thema auch mal ganz kurz besprochen. Aber wir haben einfach keine Wettergarantie in Deutschland. Und als wir jetzt in Südfrankreich waren, haben wir so mal geguckt. Ich gucke jeden Tag so das Wetter. Da waren Sylt 15 Grad. Ich möchte Mitte Juli nicht bei 15 Grad auf Sylt verbringen. Mag ich nicht. Ja gut, die Winzer, die beschweren sich natürlich auch. Ne? Und hast du schon was gehört von deinem Wein oder von deinem Sekt, ob da jetzt die nächste Ernte vielleicht in Gefahr ist, weil alles so trocken ist? Naja, also die Trockenheit, die macht uns zu schaffen. Ne? Also jetzt wahrlich nicht die Sonne, aber halt eben die Trockenheit. Und da müsste jetzt langsam so ein bisschen Regen kommen, damit die Trauben schön prall werden. Und dann brauchen sie nochmal den Spätsommer, die Spätsommersonne sozusagen. Ach ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Sommer. Also ich nehme ihn total extrem schön wahr. Also nicht jetzt extrem nervig. Es gibt ja gut, wir hatten auch mal diese 40 Grad hier in Deutschland. Das war für viele ein bisschen zu arg. Aber sonst finde ich das wirklich schön, dass wir so viele tolle Tage haben. Und es wird ja bald wieder der Moment kommen, wo wir zwei uns sagen, hey, das war's jetzt wieder. Das Jahr geht wieder zu Ende. Ja, leider ja. Aber zunächst kommen ja im Grunde oder sind jetzt schon wieder heute am Freitag zumindest in Koblenz 39 Grad gemeldet. Ne? Ah ja, gut, also die Hitze geht weiter. Super Sommer. Anderes Thema, was wir ja auch noch haben, du bist ja schon seit vielen, vielen Jahren bist du Botschafter des Kinderschutzbundes in Koblenz. Da haben wir ja auch mal eine Podcast-Episode gemacht. Und da gibt es jetzt eine Jubiläumsveranstaltung. Ja. Also den Kinderschutzbund Koblenz gibt es seit 55 Jahren und ich bin seit 17 Jahren Schirmherr vom Kinderschutzbund und wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine Riesenaufgabe, obwohl, ja, ich mache das sehr gerne. Also ein Schirmherr hat ja immer eine sehr, sehr angenehme Aufgabe. Der muss sich ja nicht um die Probleme und um die besonderen Fälle kümmern, die halt eben, wofür ein Kinderschutzbund da ist, also um Kinder zu schützen, sondern ich muss im Grunde nur repräsentieren. Das ist ja eine sehr angenehme Geschichte. Aber ich mache das wirklich sehr gerne mit viel Herz und auch mit Leidenschaft und versuche immer Gelder einzusammeln und natürlich auf den Kinderschutzbund hinzuweisen. Das wird ja auch oft sehr vergessen und gerade was auch Koblenz betrifft, viele denken, naja, Koblenz ist so eine tolle Stadt und da gibt es halt eben keine Probleme mit Kindern, aber das ist nicht so. Und am 23. findet halt eben hier eine Jubiläumsfeier statt in der Rhein-Mosel-Halle und das ist ein Konzert und ich glaube, das wird ganz schön und 55 Jahre Kinderschutzbund sind eigentlich 55 Jahre zu viel, aber trotzdem ist es toll, dass es den Kinderschutzbund gibt. Ja, und es wird ja leider auch immer extremer, wenn man sieht, was da an Gewalt an Kindern und was es da auch für Sexualverbrechen gibt. Da wurde ja gerade jetzt auch wieder der Bericht vorgestellt. Mich so. Ne? Das erschreckt mich so. Das erschreckt mich so, dass die Menschen nicht lernen. Dass die Menschen einfach dass die nicht merken, hey, das geht nicht. Das sind Menschen, die leider sich nicht helfen können, weil sie schwach sind, weil sie die Kraft nicht haben, das ist einfach ein Problem. Und dass es dann Erwachsene gibt, die halt eben ihren Frust und ihre beschissene Laune oder was weiß ich an Kindern auslassen oder halt eben auch im schlimmsten Falle halt eben sexuell.
das missbrauchen, dann halt doch deinen Dödel in den Mixer. Dann hast du auch einen Kick, aber das letzte Mal. Also ich meine, ja. Ja, das Schlimme ist ja, Ja. es ist eben der Missbrauch von Schutzbedürftigen und das ja, und das haben wir ja auch gelernt und kriegen wir auch immer wieder gesagt, und die Statistik sagt es ja auch, dass das ja meistens aus der eigenen Familie herauskommt. Ja? Leider oft, ja. Onkel. Ja. Aber nee, Leider deshalb, oft. ich finde es auch toll, dass du da auf jeden Fall auch dich dafür einsetzt und dass du da dabei bist. Apropos dabei, versuche ich jetzt mal den Übergang zu finden zu diesen Comeback-Gerüchten, die ja alle Ganz- jetzt hier ganz brennend plump. interessieren. Ganz Die plumper alle Übergang. interessieren. Also ich meine, so viel gestolpert bin ich ja in den letzten 20 Minuten gar nicht. Ja, aber das würde mich jetzt schon mal interessieren. Wir haben das ja jetzt alles aus der Presse erfahren, also die Fans haben es aus der Presse erfahren, dass irgendwie Dieter Bohlen gesagt hätte, er könnte sich das vorstellen. Wieder, hat er denn eigentlich auch mit dir geredet oder war das jetzt nur, hast du das aus der Öffentlichkeit erfahren? Nein, es ist so, dass Dieter vor vielen Monaten schon Kontakt zu mir aufgenommen hat und gesagt hat, wir sollten dann nochmal zusammen auftreten, aber es gibt für mich da keinen Grund aufzutreten. Ich meine, und ich finde das ein bisschen, naja, das Ganze als Kinderkacke zu bezeichnen. Egal, das ist nun seine Artikulation und ja, so spricht er nun mal. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe das wirklich, und das ist auch nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, Edgy Bitch, ich tue dir den Gefallen nicht. Nee, wir haben unser Leben und mittlerweile seit 23 Jahren macht jeder seine Karriere. Und da finde ich es einfach ein bisschen zu einfach zu sagen, ach, lass uns doch wieder vertragen und dann wieder Geld miteinander verdienen. Das sehe ich in der Form überhaupt nicht, weil jeder ja sein Ding aufgebaut hat und ich habe ja auch die 23 Jahre an meiner Karriere gearbeitet und ich habe ja mal in einem anderen Interview gesagt, das mag zwar für einige Fans ganz toll sein, aber da ist natürlich der Nostalgiegedanke viel, viel stärker als das, was wir auf der Bühne überhaupt ja, erfüllen können, weil es liegen 23 Jahre dazwischen und ja, jeder weiß, so Dieter und ich, wir wissen, dass Modern Talking einzigartig ist und das finde ich großartig. Und für mich ist wirklich die Challenge, dass man sagt, wir machen ein Musical. Also es kommt dann halt eben ein Modern Talking Musical, so wie von anderen Künstlern auch. Das ist für mich die Königsklasse. Aber dass wir zusammen auf die Bühne gehen, sehe ich nicht. Und gab es da schon Reaktionen? Hat er schon darauf reagiert? Habt ihr darüber gesprochen oder hat er das jetzt auch dein Statement aus der Öffentlichkeit erfahren? Was denn? Ja, dass du sagst, ich sehe die Möglichkeit nicht. Also Nein, ich möchte habe das mit ihm schon kommuniziert. Ich habe ganz klar gesagt, ich sehe das nicht und ich will das nicht. Und ich fand es nur ein bisschen interessant, dass er dann halt eben zur Bild-Zeitung ging und das ganze Thema öffentlich gemacht hat. Und ich habe einfach mit meinem Statement, das kann jeder bei mir ja auf Social Media nachlesen, ganz klar gesagt, wie ich es sehe und auch ganz ohne Groll oder sowas, aber ich sehe es wirklich nicht. Einfach nur mal ein Konzert machen, da muss ein Konzept dahinter stehen. Einfach nur mal, ich habe jetzt Lust oder mir kommt die Idee, dass ich jetzt mal wieder mit Thomas ein Konzert mache und dass man sagt, okay, als Dankbarkeit für unsere Fans, da hätte man noch 23 Jahre vorher Zeit gehabt. Ich verstehe. Aber das ist ja auch eine klare Haltung. Also da machst du ja etwas, was in der heutigen Zeit so ein bisschen auch verloren gegangen ist. Ne? Ich denke mir mit Sicherheit, dass es da natürlich irgendwie um Geld geht und dass normalerweise dann Leute sagen, naja, also dann mache ich das halt. Aber du hast ganz klar dich davon distanziert und sagst, hey, ich sehe das anders. Und ich denke, dass jeder Fan und jeder, der dich ein bisschen näher kennt, der das jetzt auch
verfolgt hat, deine Karriere über die vielen Jahre, du bist ja auch nie stehen geblieben. Also für dich ging es ja immer weiter. Du hast ja wieder zig verschiedene Konstellationen oder ja, du hast dich ja immer wieder neu erfunden. Und das ist schon etwas, wo deine Fans auch sagen, hey Thomas, dafür lieben wir dich. Ja? Du bist Kämpfer, du bist Künstler und da gibt es jetzt auch keinen, ich habe das keinen erlebt, der irgendwie gesagt hat, oh, warum macht er denn das nicht? Gut, vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber ich finde das toll. Und Ja, aber da ist der Die Konzerte- Nostalgiegedanke die einfach zu Konzer- stark, weißt du? Da ist der Ja, Nostalgiegedanke aber zu stark. Und man denkt, oh, ich möchte die beiden auf der Bühne aber sehen. jeder, der Nee, so einfach ist das Spiel nicht. Und wenn man die Songs hören will und ja, und wenn man diesen Vibe mitbekommen will, der ist herzlich gerne eingeladen zu meinen Konzerten, weil ich singe ja alle Hits. Und ich bin ja nun mal die Originalstimme. Und dann hat man das. Und wenn man dann halt eben, wenn es dann einige gibt, die sagen, ich habe aber nur den Kick, wenn der Mann an der Gitarre steht, ja, dann, ja, sorry, aber so einfach ist das Leben nicht. Ja, also ich denke, damit ist ja das klar beantwortet und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass auf den Konzerten ja wirklich dieser Modern Talking Vibe gelebt wird und dass diese Stimmung mega ist und alle lieben es. Und da gibt es ja auch die Chance, noch Tickets zu ergattern, jetzt für 2027, denn die Tour geht weiter. Ja, und das wird großartig. Also da freue ich mich jetzt wirklich total drauf. Und die Vorbereitungen laufen ja nun. Ich meine, es ist die Show, die ich jetzt in diesem Jahr gegeben habe. Es kommen kleine Veränderungen. Das ist ganz klar. Man passt das immer dem Zeitgeist an. Und aber es gibt ganz viele Shows auch noch jetzt in diesem Jahr, also wo man halt eben mich besuchen kann und wo man diesen Vibe und dieses Abfeiern wirklich sieht. Also wenn ich jetzt mal in Deutsch, ich bin zum Beispiel jetzt am 4. August in Südtirol, in Kaltern, in Caldaro. Dann bin ich beim Festival am 7. in Burgas. Ich bin am 15. August mit einer Ticketshow in Istanbul. Dann bin ich am 18. in der Slowakei und bin in Deutschland, in Meinberg am 5. September, am 6. September in Bad Pyrmont, am 19. September in Wernigerode, ich sag die deutschen Shows, ne? Am 26. September in Jena in der Konzerthalle, am 2. Oktober in Worms, am 10. Oktober in Merkers, das ist unter Tage, das ist ein ganz tolles Konzert, das ist 500 Meter unter der Erdoberfläche, das sind so ein Stollen, da bin Krass. ich ganz gespannt drauf. Also das ist echt krass und es gibt viele, viele weitere Shows, die halt eben in diesem Jahr noch kommen. Und auch im nächsten Jahr und dann besonders die Tour. Und da freue ich mich drauf. Das ist nun mal mein Leben. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ja, das wissen wir und das sehen wir ja auch gerne, wenn du dann in Action bist hier. Was ist denn eigentlich hier mit Florian Silbereisen und dir? Was ist denn mit der deutschen Musik? Also ich meine, ich kenne es ja vom Radio leider, dass irgendwie deutsche Musik leider immer weniger Beachtung bekommt, dass die Sender immer weniger deutsche Musik spielen. Deutsche Musik spielt irgendwie kaum noch eine Rolle, was ich irgendwie sehr schade finde. Ich kann es auch nicht erklären, warum das dieses Phänomen ist. Aber es kommt ja immer wieder die Frage auch von den Fans, die sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit Florian Silbereisen und Thomas Anders? Ist das Kapitel beendet oder geht es da weiter oder wie ist da die aktuelle Lage? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Es ist so, dass ich würde einfach mal sagen, wir haben eine Pause. Wir machen eine Pause. Ich will gar nicht sagen, es ist nicht beendet. Momentan geht es einfach aus dem Zeitlichen nicht, weil wir haben ja unser Album nochmal im Grunde Anfang letzten Jahres veröffentlicht, auf den Markt gebracht. Und ich wusste ja, ich bringe jetzt 6 Modern Talking Alben in diesem Jahr, im letzten Jahr noch auf den Markt. Und es ist jetzt auch, sind neue Dinge geplant. Da können wir mal einen späteren Podcast
Podcasts drüber sprechen. Da kommt wieder halt eben ein neues Projekt, was halt eben toll ist. Und da ist einfach dann der Platz nicht. Und man muss ganz klar sagen, wenn Florian und ich uns entscheiden würden, nochmal ein weiteres Album zu machen, dann braucht man ich brauche mindestens eine Vorlaufzeit von 2 Jahren, um das einzuplanen, weil ich halt eben immer auf 2 Jahre im Grunde mit meinen Projekten durchgetaktet bin. Aber das heißt nicht, vielleicht sagen wir in 5 Jahren, lass uns noch mal ein Album machen. Vielleicht sagen wir auch, wir machen es nicht. Und dann war es das. Aber das ist alles ganz, ganz offen. Und ich kann nur sagen, ich habe die Zeit wahnsinnig genossen, die Zeit mit Florian auf der Bühne zu stehen. Und es ist auch für mich das Kapitel Deutsche Musik nicht abgeschlossen. Also da wird mit Sicherheit auch noch mal wieder etwas kommen. Aber man braucht einfach die Zeit dazu. Und leider vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Ja, nur dir sieht man es halt nicht an. Also bei dir ist sie ja, so ist sie ja stehen geblieben. Da kommt's. Also wenn es mir richtig beschissen geht, rufe ich dich an. Ja, genau. Ruf mich an. Ich schleim dich dann ein bisschen und dann voll. sage ich, schleim noch mal was raus, damit ich halt eben einen schönen Tag habe. Okay, dann kommen wir jetzt zur Minute der Wahrheit. Oh, die habe ich total verdrängt. Was Ja. kommt denn jetzt? Ja, wir wollen mal zum aktuellen politischen Geschehen was hören von dir, denn jetzt ist ja hier Fraktionschef Spahn zurückgetreten wegen dieser Leihmutterschaftsgeschichte. Kanzler Merz, sein ganzes Kabinett strickt dann nochmal um, werden Ministerposten nochmal neu besetzt und gemacht und getan. Die Frage ist, nach allem, was da jetzt noch so gemacht wird in dieser Bundesregierung, hält die durch, die Legislaturperiode, und wird die Brandmauer halten oder muss die eher weg? Wie ist deine Meinung dazu? Das sind verschiedene Fragen auf einmal. Und da Hast reicht, du eine glaube ich, die Minute Minute. Ja, die Minute reicht da, glaube ich, nicht ganz aus. Also ich glaube, dass die Regierung hält. Ich glaube, die sind gerade momentan auf einem guten Weg. Jetzt hat eben die Geschichte mit Jens Spahn, sage ich mal so, war für den Bundeskanzler etwas, wo er eine Regierung umbilden musste. Es wäre schlimmer gewesen, hätte er von sich aus damit anfangen müssen, die Regierung umzubilden, weil das heißt immer, es liegt eine Schwäche im System. Aber nun kam halt eben von außen das Ganze, wo man gefordert ist, halt eben die Regierung umzubilden. Und Brandmauer hin, Brandmauer her. In einer gewissen Weise finde ich dieses unsägliche Wort Brandmauer eigentlich sehr, sehr, sehr grenzwertig, weil man hat sich dadurch natürlich in eine Situation reingebracht, dass man beobachtet wird und auf keinen Fall mit der AfD koalieren kann. Ich glaube ja, dass Sachsen-Anhalt, dass die AfD da zur stärksten Macht wird. Und ich bin mal gespannt, ob die AfD das, was sie aus dem Blick der Opposition verspricht und tut, ob sie das überhaupt halten kann. Weil wir haben natürlich in Deutschland Gesetzgebung und wir haben ganz klar einen Staat, der halt eben seine Gesetze und seine Bundesgesetze sehr, sehr klar definiert hat. Und so ohne weiteres geht das nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich eine AfD selbst im Grunde an die Wand spielt. Und wenn man das sieht, das kann man ja auch lesen, dass die AfD in sich ja auch so uneins ist. Also ich meine, wir sprechen jetzt von einer AfD, die nirgendwo an der Regierung ist, aber jetzt im Grunde intern sich schon Probleme macht und ich übertreibe jetzt, zerfleischt. Da bin ich mal gespannt, wenn es wirklich um Macht geht, was da passiert. Und dann, man muss manchmal auch dem Gegenüber die Chance geben, auf die Fresse zu fallen, damit halt eben die anderen einfach merken, die können auch keine Wunder vollbringen. Denn wir leben in einem System
Und ich finde, die Menschen, die halt eben in der AfD eine glorreiche neue Regierung sehen, die werden eines Besseren belehrt. Ich bin da so am Rand, gucke zu und reibe mir genüsslich die Hände. Ja, also selbst wenn die ja irgendwie in Deutschland eine Möglichkeit sehen würde, gewisse Dinge umzusetzen, spätestens an der EU werden sie sich die Zähne dann das geht einfach ausbeißen gar müssen, ne? Wo vieles einfach nicht gar funktioniert. Aber ja, ich sehe das auch mit der Brandmauer, sehe ich das auch so wie du. Mir macht das ein bisschen Sorge. Ich finde es nicht schön, dass die etablierten Parteien im Grunde mit antidemokratischem Verhalten die Demokratie verteidigen wollen. Das ist so für mich nicht stimmig. Nee, das ist ja auch nicht stimmig. Das ist ja, deshalb, ich glaube, man hat furchtbar Angst davor, aber wie heißt es so schön, der liebe Gott lässt keine Bäume in den Himmel wachsen. Und auch da wird von oben mal gestutzt. So. Danach kann nichts mehr kommen. Das war das Wort des Thomas. Und dann sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Anregungen, eure Ideen, eure Fragen. Wir werden auch mal wieder eine Fragerunde machen, wisst ihr ja. Ihr könnt also jederzeit uns wieder was schicken an podcast@thomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es dann auch wieder die Podcast-Tasse, ist ja klar. Und bis dahin euch einen schönen Sommer. Also euch einen wunderschönen Sommer und wie wir es immer gemacht haben, auch der August ist dann podcastfrei. Das heißt, wir hören uns Ende September erst wieder mit dem neuen Podcast und da wird es mit Sicherheit einiges zu berichten geben. Und ich freue mich drauf. Also bleibt gesund, habt einen tollen Sommer, genießt ihn, egal wo, auch in Deutschland, wo der Sommer in diesem Jahr wahrscheinlich historisch wird, im Sinne von Wärme. Und deshalb habt euch lieb und fühlt euch gedrückt und bis ganz bald und fühlt euch gut unterhalten. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.